I am not a liar. I have killed thousands. I have fed more drug fiends than the top 3 pharmaceutical companies combined. I have stolen children from parents, wives from husbands, wiped out entire generations. But lying, that I have never done. The rest are offenses against humanity. Lying is an offense against yourself. I am the head of the Santa Blanca organization, which you call a cartel. I had a dream. I dreamed of a land where we could grow our own coca, produce our own cocaine, where we could run our business free from interference from the police, the government, the army, the Yankees. In my dream, a woman's voice asked me, Sueño, mijo, what if you had your own country? like Moses, I led my people to the promised land, Bolivia. We came here. We bought the coca fields. What we couldn't buy, we took. We bought the police, the military, the judges, the politicians. We were on the verge of becoming the government itself, on the razor's edge from fulfilling my dream. Of creating a narco-state. The nation of Santa Blanca. Last week, a crude explosive detonated outside the U.S. Embassy in La Paz, Bolivia. 2 Marine Embassy guards were injured in the blast. 2 days later, a CIA asset in central Bolivia provided us with these images. Our analysts have identified the individual in the photo as DEA Special Agent Ricardo Ricky Sandoval, my friend. Sandoval had spent the last 6 years investigating the local cocaine industry. Our understanding is that Sandoval was the intended target of the bombing. What the embassy bomb did not accomplish was completed up close and personal. Sandoval was captured, tortured, and killed. Then his body was dumped. We have yet to recover it. Our target, the group responsible for the embassy bombing and the death of Special Agent Sandoval, is the drug trafficking organization commonly known as the Santa Blanca Cartel. Yesterday, they were just narcos. Today, they're narco-terrorists. Initially, the Bolivian government resisted the Mexican cartel. They formed UNIDAD, a Bolivian special forces unit. It didn't go as planned. Thousands of bodies later, politicians, police officers, and journalists have become an endangered species. The Bolivian government has imploded on itself. With no other options, the new president made a deal with Santa Blanca. You stop killing our people, we'll look the other way. Since then, Santa Blanca has turned Bolivia into the nexus of the South American drug trade. With their friends in Mexico, they also have a clear pipeline to the US and Canada. The only way to stop Santa Blanca for good is to completely dismantle them, piece by piece. The cartel is organized into 4 operations: production, smuggling, security, and influence. At the top of it all is El Jefe de los Jefes, boss of bosses, El Sueño. Ja, so. Hallo, herzlich willkommen nein, Quatsch. Tom Clancy's Recon Wildlands. Wer es sich schon so gedacht hat. Ich werde es natürlich spielen mit Leo, aber erst später, weil ich glaube, sein Spiel ist noch nicht da. Ich bin mir da nicht sicher. Und ja, wenn er wieder zu Hause ist, bin ich nicht zu Hause und deswegen können wir das heute nicht machen und dann können wir heute nicht zusammenspielen und deswegen habe ich mir so gedacht, ja, wenn die erste Mission genauso ist wie die in der Closed Beta, dann spiele ich die. Die Open Beta habe ich nicht gespielt, deswegen weiß ich nicht, wie weit es dagegen. Ja, jetzt erstellen wir einen Charakter. Ich weiß schon, wie meine aussehen soll. Ich will den nämlich so haben, wie ich in der
ja, wie ich den in der Close Beta auch gemacht habe. Und tatsächlich habe ich eben schon was aufgenommen. Aber ich glaube, vorhin habe ich die Haarfarbe gar nicht eingestellt. Bei meinem Mikro ist es manchmal so, dann macht er sich einfach leiser. Und das ist scheiße. Und ja. Bemalung, ich glaube, da hatte ich keine. Wir können ja trotzdem mal reingucken. Ihr habt das ja noch nicht gesehen. Guck mal hier, sowas gut. Obwohl, das sieht eigentlich auch ganz cool aus. Aber ich glaube, so will ich nicht die ganze Zeit rumlaufen. Tattoo möchte ich haben. Und zwar das hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Vor allem mit den Farben. Ich weiß nicht genau, was da drauf ist. Aber ich finde es cool. Linker Arm. Ich finde solche Bilder immer so hässlich. Ne? Die sehen immer als Tattoo eigentlich wirklich grundsätzlich immer hässlich aus. Moment. Erstmal müssen wir hier das Tarnanzug-Dings. Hier gibt es natürlich noch andere coole Tarnsachen. Na, das darf ich nicht. Aber ihr werdet sehen, ich werde mich im Laufe des Spiels immer mal wieder umziehen. Oh ja, okay, die Farbe hat er jetzt übernommen. Ich trage kein Geschirr, weil das ist mir zu viel. Ich meine, bei hier Rainbow Six ist mir das herzlich egal. Ja, die Hosen sind eigentlich alle ziemlich schrecklich. Außer, ich finde die hier eigentlich ziemlich stylisch. Gibt's noch, oh, die ist wunderschön. Muss man alles im Store kaufen, ne? Welche hatte ich genommen? Die hier in schwarz. Und dann die Wanderschuhe. Ne, die Kampfstiefel habe ich auch genommen. Kampfstiefel, Tarnanzüge nicht. Accessoires, Augenextras. Gibt's nur Brillen? Also so eine Augenklappe finde ich cool. Dann wäre es am anderen Auge ja besser, weil ich da so einen Kratzer habe. Gesichtsextra. Moment, jetzt habe ich das nicht ausgemacht. So. Gesichtsextra möchte ich das da haben in weiß. Ja. Ich finde es mit den Farbeinstellungen manchmal ganz komisch, wenn du hier so weiter drückst. Dann macht er halt auch die Farbe weiter, wie ihr seht. Ja, das ist. Als ich das zum ersten Mal gemacht habe, fand ich das sehr merkwürdig. Jetzt gibt es ja auch. Allerdings will ich keins. Das sieht scheiße aus. Deswegen habe ich nur so ein kleines im Ohr, so ein Knopf. Von den Fingern nehme ich Handschuhe, nehme ich die da. Rucksack. Muss man mal gucken, ob ich aufnehme und ob alles richtig läuft. Manchmal habe ich Angst, dass ich streame. Es würde mir nichts ausmachen, aber nicht unwissend. Ich tendiere, glaube ich, gerade zu dem Rucksack. Was ist der? Keine Ahnung. Ja, kann sein. Ich will nicht so einen großen. Oh, der ist so schön. Ich laufe da halt so drum, so. Ich bin voll der Boss, ne? Voll die krassen Sachen an. Aber ich möchte eher so klein und leicht. Falls ihr versteht. Den machen wir auch schwarz. Was ist da gerade schwarz? Guck jetzt. Habt ihr es gesehen? Jetzt ist mit der Farbe wieder weg. Und ich noch verwirrt. Hä? Was willst du? So, schwarz. Aufnäher. Was nehmen wir denn da? Tiere? War mein Tier? Ah! Ich will diese Katze. Wollen wir mal eben in den Store gucken. Das sind die Aktionen. Alter. Ghost-Profil vervollständigen. Gibt's ein paar. Da. Soundtrack. Ja, wo gibt's denn. Muss mal hier den Shop auch noch auf, ey. Welcome. Aha. Okay. Na egal. Dann holen wir uns die Katze halt später. Ich tendiere gerade zu dem. Ich nehme den. Bin zwar nicht so ein Hundemensch, aber
Besondere Outfits, das heißt, du kannst da deine Outfits speichern. Wir haben jetzt das ausgewählt gehabt, ne? Ja. Das ist unser erstes Outfit. Wenn wir da jetzt drauf drücken, können wir noch ein Outfit erstellen. Aber das machen wir jetzt nicht. Das können wir später aber noch machen. Du kannst im Spiel immer darauf zugreifen. Kostüme. Oh, wie süß. Alter, was ist das für ein heftiger Rucksack? Rebellenführer. Das ist weniger süß. Und sterbende Erde. Das klingt voll dramatisch. Speichern Sie den Charakter. Alles klar. Das ist Schwierigkeit, ne? In der Close Beta stand da was anderes. Ich nehme normal. Ich spiele lieber auf normal als auf einfach. Weiß ich nicht. Ich will ja schon die Herausforderung haben. So ist es ja nicht, ne? The agent they murdered. You knew him? He was a friend of mine. Sorry for your loss. I could say it comes with a job, but it doesn't get any easier. No, it doesn't. Guess you've been down here a while. I've been living as Karen Bowman, international aid worker, for just about 5 years. Means living rough, but as a cover, it gets me out and about. At least it comes with a chopper. How'd you get in country? I flew in business class from Manaus. Hey, I'm refreshed and ready for work, right? I just hitched rides from Barranco, Peru. How about you? I got on board a bus in Hui, Argentina and drank all the way to Villazon. Nobody wants to deal with a drunk on the bus. That explains why you smell like ass. I've heard rumors about you guys. I was a rookie field officer in Moscow when the coup went down. There was talk you were involved? Must have been someone else. We were never there. It's not every day you get to meet an urban legend in the flesh. You should tell that to my kid. Maybe he'd listen when I tell him to take the trash out. Is it hard being someone who doesn't officially exist? You tell me, Karen Bowman, international aid worker. I'm sure you've seen the horrible, fucked up shit humans are capable of when there are zero repercussions. But let me tell you right now, no matter how you compartmentalize, how you desensitize, you can't prepare for El Sueño. Ich würde sagen, wir werden sehen, ob wir dafür bereit He's got sind a oder religious nicht. streak that rates pretty close to delusional. He's taken vows of poverty, chastity. If he's not in it for the chocha or the money, he's in it for the power. Ja. Okay, erstmal schön vor den This Leck joint drin. task force is CIA, DEA, and JSOC. I'm your resident spook for this ride. Welcome to Operation Kingslayer. Our briefing said there'd be a contingent of locals. The Qatar is 26. They're a group of rebels who've been giving Unidad and Santa Blanca some resistance. We'll meet their leader, Pakatari, as soon as we touch down. Bolivians have a long history of hating us Yankees, but this time, let's hope the enemy of my enemy will be my friend. But don't turn your back on him. I'm not going to.
4 soldiers. This is the help you promised? That Sandoval promised? A single Yankee died, so you send a handful of soldiers. Hundreds of Bolivians have died from Santa Blanca's bullets. Where will my hundreds of soldiers come from? As Americans, we aren't here, remember? These soldiers are the best covert ops team our country has to offer. With their help, you won't need hundreds of soldiers. Are you familiar with the word Huber, Senora Bowman? Meet Pat Katari, leader of the resistance group Kataris 26. We will be working with the rebels to destabilize Santa Blanca's organization. They've been fighting Santa Blanca and corrupt Bolivian officials for nearly 6 years now. We'll need to coordinate targets. There's no time for this. We have information on Amaru's whereabouts. Amaru, you found him. Amaru is one of the founders of the Kataris 26. More than that, her group is founded on his ideas. Without his theories of an agrarian proletariat, there would be no organized resistance against Santa Blanca and the corruption in our government. Amaru must be saved. If you were to assist my people, it would do much to earn my confidence. Where is he? We do not know exactly. We know he's in this province and that there is a Santa Blanca lieutenant who knows where he is. I'll put a call into the activity, see if they can dig more intel out of the airwaves. Start looking for that lieutenant and keep me informed of everything via sat phone. Good hunting. Saving Amaru is important to our cause, Yankee. Make sure you don't kill the Santa Blanca lieutenant before you get the chance to ask him questions. Alles klar. Ja. Gut. Also bis jetzt ist es genauso wie in der Closed Beta. Also der Anfang. Falls es euch stört, dass es auf Englisch ist. Ich persönlich habe das so eingestellt. Ich finde, es hört sich nämlich besser an als in Deutsch. Und, ja. Ah, jetzt müssen wir die so entdecken. Vorher waren die so frei. Aber ich weiß nicht, die erste Mission. Warte mal kurz. Ganz kurz. Ausrüstung. Echt eine Shotgun? Ich würde mich niemals für eine Shotgun entscheiden. Ja, richtig viele Waffen, ey. Ich bin AK. Time to earn your pay, Pete. Warte mal ganz kurz. Tastatur, Maus. Teamfähigkeit. Das finde ich cool. Da kannst du halt nicht direkt sehen, was auf wo, was auf wie, was. Ja, das ist schön, dass wir online sind. Sichtempfindlichkeit. Das verstehe ich gerade nicht. Egal, dann lassen wir das einfach so. Dann Put on your game faces. ich kann das ja immer noch einstellen. Was fahren wir denn? End of the day, this is a revenge mission. We need to focus and get this done quick before we get stuck between local politics and a firestorm of cartel bullets. First objective, track down that Santa Blanca lieutenant so we can find Amaru. Ja. Müssen wir das Radio ausmachen? Eigentlich wollte ich auf der Straße fahren. Oh, scheiße, jetzt haben wir ein Problem. Aber ich bin abgerutscht. Deswegen nehmen wir jetzt hier so eine Abkürzung. So scheiße. Ganz vorsichtig jetzt. Achso, und wenn man hier in dem... wir sind auf der Straße. Wenn man im Solo-Mode spielt, ja, also alleine, Single-Mode, soll, dann hat man halt diese 3 Leute da immer dabei. Du kannst denen auch Befehlen geben mit irgendeiner Taste, ist schon ein bisschen her, als ich das gespielt habe. Auf Alt kann man zurückgucken. Ja. Ich weiß gar nicht, ob wir eine Abkürzung genommen haben.
Umsonst kann man halt, ja, wenn man halt einen Freund anlädt, dann spielt man nur mit dem zusammen. Es ist nicht immer so, dass du in einer Gruppe mit 4 Leuten sein musst. Es ist nur, wenn du alleine spielst, dann hast du diese 3 Leute dabei. Wenn du einen Freund einlädst oder er halt in deine Sitzung kommt, dann seid nur ihr beide da. Ja, und wir fahren jetzt zu diesem Ort. Ist schon ein bisschen hin, ne? Wenn es irgendwie komisch leckt oder so, dann gucke ich da nochmal nach. Aber jetzt gerade kann ich da nichts einstellen, sorry, dazu habe ich die Zeit nicht. Bin froh, dass ich hier spielen kann. Und das ist tatsächlich die Mission, die es auch am Anfang gab. Mein Arm hat gerade gejuckt. Moment, ich muss dann kurz was gucken. Einstellungen, aus der Tastatur. Es ist schon so lange her, dass ich gespielt habe. Das tut mir echt leid. Ah, da. Ich hab's gefunden. Y. Drone is airborne. Ich liebe diese Drohne. Aber die Steuerung ist anders. Habe ich das Gefühl. Das sieht man jetzt rechts, wo das blinkt. Das ist die Reichweite. Wenn das gleich so gruselig wird, dann bricht er halt irgendwann ab. Wenn ich jetzt hier weiterfliege, das geht nicht mal. Normalerweise bricht er dann normal ab. Da hast du halt noch Batterie und das kannst du halt alles aufrüsten. Ich nehme jetzt hier die Einführung. Wir kriegen eine Einführung. So, hier. Da steht es nochmal. Nehmen Sie sich Zeit, Feinde und ihre Verteidigung zu markieren. Drücken Sie Y, um die Drohne zu benutzen. Drücken Sie B, um das Fernglas zu benutzen. Ja. Wir können auch B drücken. Da haben wir das Fernglas. Damit, das funktioniert eigentlich genauso wie die Drohne, nur du kannst halt nur von deiner Position aus gucken. Du kannst dich nicht umherfliegen, ne? So. Ich mach das... Ich habe vor, das Clancy zu machen. So gut es geht. Nicht entdeckt werden. Normalerweise habe ich meine Sniper dabei, aber das geht natürlich jetzt nicht. Das ist ja der Anfang. Also ich würde mir eine Sniper mit Schalldämpfer holen. Jetzt habe ich meine Katze angeguckt, jetzt kommt sie her. Simulationsschuss. Visieren Sie ein Ziel an, drücken Sie Q, um es für einen Simulationsschuss zu markieren. Schießen Sie oder halten Sie erneut Q, um einen Simulationsschuss durchzuführen. Wenn Sie im Kopf spielen, hilft die Sync-Markierung Ihnen, Ihre Angriffe vorzubereiten. Ja genau, dann kannst du so die markieren. Und dann halt sagen wir hier, ja, ich schieße jetzt auf den und du schießt dann gleichzeitig auf den. Bei denen, wenn du deine normalen Leute da, also deine NPCs dabei hast, dann kannst du die auch markieren. Wenn du den abschießt, schießt gleichzeitig ein anderer von der Gruppe mit. Jetzt liege ich auf dem Boden, ne? Oh. I'm moving to position. Ready to fire. Habt ihr gesehen? Geil, ne? So, und hier auf der Karte seht ihr jetzt unten rechts dieses grüne Symbol. Das ist diese Tonne hier. Und damit markiert man Nachschub. Das hier ist zum Beispiel jetzt Treibstoff. Ja. Du kannst sie nicht looten, soweit ich weiß. Nur halt die Waffe wechseln. Ja. Warte, mit was kann man sich denn hinhocken? Ah, hier mit SRG. Natürlich. Ich drücke die ganze Zeit C zum Hinlegen. Ich glaube, in irgendeinem Spiel kann mit C sich auch... Da ist der Anführer, Leutnant. Die können auch die Drohne entdecken, ne? So ist das nicht. Beim ersten Mal, als ich das gespielt habe, habe ich den Leutnant erschossen, weil ich zu blöd war, um zu checken, dass man den verhören soll. So. Ja. Das steht auch für hören Sie Santa Blanca Leutnant. Ja. Hoffentlich sieht den keiner.
Nachschub markieren. Das ist ganz wichtig. Das braucht man auch zum Aufleveln. Schon wieder. Ja, ganz wichtig. Und ich finde, das sieht so übelst geil hier aus. Ich weiß, ich glaube, wenn ihr das seht, dann sieht das nicht so geil aus. Und schon wieder C gedrückt. Und da sieht man, ich laufe so voll vor und die Leute sind halt noch hinter mir. That's a kill. Coopere y todo saldrá bien. Haben die anderen jetzt Bescheid gegeben? Ich glaube nicht. B drücken. Und jetzt wird er verhört. Here's the deal, asshole. You answer my questions or I put a bullet in your gut and leave you to die in your own shit. Lo entiendes? Chill the fuck out, cabron. What do you want? Amaru, where can I find him? You serious? That's what this is about? Sure thing. He's at Atoya Farm. Go on. Then you can see what we do to people who fuck with us. People like you. Ja gut, We need to get this done in a hurry. Amaru's an old man. He's not gonna last long under torture. Shit, if they've been working on him for a while, there's a good chance he's already dead. Maybe, maybe not. Amaru's a major player in the rebel movement. The cartel will keep him alive as long as they can to find out what he knows. We can't afford to take any chances. There's too much riding on this. Let's move. ja. Die Leute hier machen wir dann auch noch in der nächsten Folge. Fucking hell. Die habe ich schon wieder hingelegt. Ja, vielen Dank fürs Zusehen, fürs Erste. Bis zum nächsten Mal. Haut rein.